Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Wir tauschen unsere AGM-Batterien aus gegen Lithium-Batterien. Warum machen wir das? Unsere AGM-Batterien, die wir hier erst verbaut haben, 2x 120 Ampere-Stunden, mit denen waren wir ja weitestgehend zufrieden. Das waren ja super Batterien gewesen. Alles hier in dem Film. Und natürlich stellen wir euch unsere neuen Lithium-Batterien vor, die wir hier verbauen werden bei uns in unserer Caryacht, in unserer Nautilus. Seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Schön, dass du dran geblieben bist bei dem Film. Wir tauschen unsere AGM aus gegen diese Lithium-Batterien. Die werden wir euch hier in dem Film noch mal kurz mit vorstellen. Warum tauschen wir die aus? Wir sind ja mit unseren AGM-Batterien zufrieden gewesen, die wir hier 2 Jahre in Benutzung hatten. 2x 120 Ampere-Stunden hatten wir hier verbaut. Warum tauschen wir dennoch aus? Das erfahrt ihr hier in dem Film. Das zeigen wir euch jetzt. Da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Ja, wie ihr sicherlich wisst, haben wir ja hier unseren Victron Batteriecomputer verbaut. Und der zeigt uns ja hier unsere Messwerte an. Zurzeit haben wir hier 99%. Wir haben hier parallel dazu mal laufen den Wechselrichter mit der Fußbodenheizung etc., dass wir hier mal ein bisschen Stromabnahme haben. Wir haben 240 Ampere-Stunden gesamt. Wie bekannt, AGM-Batterien können wir ja bis zu 50% entladen. Das war jetzt auch nicht immer unser Problem, sondern unser Problem war ganz einfach der Verbrauch, den wir hier haben. Jetzt haben wir hier ungefähr 0,3 Ampere-Stunden Verbrauch. Wenn ich jetzt hier den Wechselrichter einmal ausmache, dann geht das hier zurück und geht automatisch in den Ladezustand über und bringt 0,6, 0,7 Ampere Ladestrom von Solar. Und das Problem liegt ganz einfach daran, ich rede jetzt ausschließlich von Wintermonaten oder von den dunklen Monaten, die Fußbodenheizung in Betrieb haben oder jetzt den Kaffeeautomat in Betrieb haben, Viola den Föhn benutzt, dann geht der Strom von der Batterie in die Knie. Also er sinkt drastisch unter 12 Volt. Das wollen wir euch auch mal zeigen. Anhand der Maschine, die läuft ausschließlich jetzt hier über Bordstrom. Ich schalte die Kaffeemaschine ganz einfach einmal an und wir werden uns jetzt hier mal den Stromverbrauch und die Spannung von unserem Bordstrom anschauen, in welche Richtung der geht. Ihr seht, wie drastisch hier nur alleine die Spannung 11,7 hier in den Keller geht. Nur weil wir die Kaffeemaschine angemacht haben, nur weil die vorheizt, 98 Ampere, die hier gezogen werden. Die Kaffeemaschine hat sich jetzt aufgeheizt. Ich werde jetzt hier ganz einfach einmal einen Kaffee durchlassen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Was sagt unser Victron Batteriecomputer dazu? Ihr seht, die Spannung geht hier in die Knie, 11,7 Volt, 105 Ampere werden hier gezogen durch die Kaffeemaschine. Das ist kein Problem, das verkraften die Batterien. Wir sind schon bei 98%. Ihr seht 11,7 Volt. Ja, liebe Freunde, und das ist ganz einfach unser Problem hier mit unseren AGM-Batterien. Wenn wir im Winter jetzt irgendwo autark stehen, da geht es hier mit der Spannung richtig runter. Sagen wir mal kritisch für uns. Und deswegen haben wir gesagt, wir tauschen unsere AGM-Batterien, die wir erst verbaut haben vor 2 Jahren, hier komplett aus. Diese Batterien, die werden wir euch jetzt hier in dem Film mal vorstellen, worum es da geht. Ja, liebe Freunde, das sind unsere 2 guten Stücke hier. Lithium-Batterien von der Firma Altimetron aus Frankreich. Vielen Dank an die Firma Altimetron, dass die uns die Batterien zur Verfügung gestellt haben. Warum sind wir auf die Firma Altimetron gekommen? Ja, 2-3 Jahre damit beschäftigt, Lithium-Batterien im Wohnmobil einzubauen. Ich habe immer gesagt, wartet da noch mal ab, ich beobachte den Markt, ich beobachte das Produkt und dann entscheide ich. In der Zwischenzeit haben wir ja noch mal diese AGM-Batterien hier verbaut. Und warum die Firma Altimetron? Die Spreu hat sich mittlerweile ein bisschen getrennt hier vom Weizen auf dem Batterienmarkt. Sind sehr viele auf dem Markt, die viel behaupten.
wenig einhalten. Ihr könnt euch da selber informieren im Netz oder hier bei YouTube findet ihr einige Videos, wo viele Händler oder auch Wohnmobilisten von gewissen Herstellern enttäuscht wurden. Ja, wie ihr sehen könnt, ich räume das mal hier ein bisschen weg. Und das super Teil, ihr seht, wie fest das ist. Oh. Wir haben zwei Batterien, 100 Ampere-Stunden. Wir haben uns unseren Stromverbrauch mal hier ausgerechnet im Wohnmobil. Den blenden wir euch hier nochmal mit ein. So schaut es bei uns aus mit unserem Stromverbrauch, mit unseren Energieverbrauchern hier im Wohnmobil. Wir haben gerechnet im Winter relativ wenig oder gar keinen Sonnenschein, keinen Strom, autark stehen. Im Sommer sieht es natürlich ganz anders aus, da kommen wir natürlich länger hin. Wir brauchen zweimal 180 Ampere-Stunden, die wir hier verbauen müssen. Da wären wir bei 360 Ampere-Stunden gewesen. Das hätte für uns optimal gereicht. Ich habe mich mit einigen Experten auch mal hier unterhalten und die haben gesagt, okay, ich habe hier sehr großzügig gerechnet. Es würde vollkommen ausreichen, zweimal 100 Ampere-Stunden hier zu verbauen. Da liegt man bei 200 Ampere-Stunden gesamt. Zweimal 100 Ampere-Stunden mit Heizung. Ob wir hier jetzt unter 0 Grad kommen oder nicht unter 0 Grad kommen. Wir haben ja hier das Fach, das seht ihr ja. Ich werde es euch noch mal zeigen. So schaut es derzeit aus bei uns. Hier werden ja die Batterien verbaut und eine ganz unten drunter. Wir haben jetzt hier einen Thermometerfühler drin. Der schaut so aus. Ne? Ganz neckig gemacht. Das sind zwei Fühler. Der ist hier unten bei uns hier reingehängt. So, und da können wir nachvollziehen, wie die Temperaturen hier drin sind, auch im Winter. Da haben wir jetzt hier auf Handy so ein App. Die werden wir auf jeden Fall noch mal mit verlinken, wen das interessiert. Wir haben jetzt hier im Batteriefach 15 Grad. Ja, wir haben uns natürlich mit Herstellern beschäftigt. Unter anderem haben wir uns mit der Firma Altimetron. Wie gesagt, die Firma hat ihren Sitz in Südfrankreich und die haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Akkumulatoren hier gesammelt und versprechen beste Langlebigkeit, Leistung und natürlich Sicherheit. Wir werden das auf jeden Fall mal testen, dass wir das nochmal nachvollziehen können, dass wir die Batterien hier fast 1:1 austauschen. Funktioniert Ladegeräte, Booster, Solarregler und so weiter, dass das alles 100% funktioniert. Wenn wir die Batterien hier bei uns einbauen, dann machen wir ein Einbauvideo und natürlich mal nach einiger Zeit, am besten nach dem Winter, im Frühjahr, ein genaues Resümee, denn wir Wintercamper fahren natürlich auch bei Minusgraden on Tour. Wir machen dieses Jahr wieder die Weihnachtsmarkttour, wir machen eine Silvestertour, wir machen eine Wintertour. Also die Batterien werden natürlich optimal getestet. Die Firma liefert versandkostenfrei. Dann war für uns wichtig, was bietet der Hersteller an Produkten an. Zum einen haben wir 12 Volt Batterien, Lithium-Batterien und 24 Volt Batterien. Hier haben wir verschiedene Größen, 100 Ampere. Wir werden das auf jeden Fall mal mit einblenden hier. Einmal die 100 Ampere Stunden ohne Heizung, mit Heizung. Dann haben wir die Untersitzbatterien ohne Heizung, mit Heizung, 100 Ampere Stunden. Dann haben wir diese Untersitzbatterien 132 Ampere-Stunden, dann 150 Ampere-Stunden, die Untersitzbatterien 180 Ampere-Stunden, die gibt es auch mit Heizung und ohne Heizung. Das war normalerweise unser Favorit, die 180 Ampere-Stunden. Dann haben wir die 200 Ampere-Stunden, einmal mit und einmal ohne Heizung. Dann haben wir eine 300 Ampere-Stunden Batterie. Eine kleine 54 Ampere-Stunden haben wir hier auch noch und dann eine ganz große 560 Ampere-Stunden Batterie. Ihr könnt euch das ganz gerne mal anschauen auf der Webseite.
Auf jeden Fall machen wir dann euch noch ein wunderbares Angebot, was uns hier der Hersteller mit auf den Weg gegeben hat. Ja, das ist erstmal das Produktsortiment von der Firma Altimetron. Was zeichnet jetzt die Batterien konkret aus? Auf jeden Fall haben wir 5 Jahre echte 5 Jahre Herstellergarantie. Dann haben wir natürlich diese sichere Technologie ohne Brand- und Explosionsgefahr. Dann haben wir bei den Lithiumbatterien diese lange Lebensdauer, die hohe Stabilität, auch unter extremen Belastungen. Das war ein wichtiger Grund, die hohe Stabilität und die extreme Belastbarkeit der Batterien ist das, was wir euch am Anfang des Films gezeigt haben. Kaffeemaschine, Beleuchtung, Energieaufwand, Föhn etc. Wie die Komponenten so zusammenspielen und was man hier an Energieverbrauch einfordert. Dann haben die Lithiumbatterien natürlich keinen Memory-Effekt, kein vollständiger Entlade- oder Ladezyklus erforderlich und natürlich, was auch wichtig ist, die tiefe und regelmäßige Entladung und die Ladeeffizienz. Die geringe Größe und das geringe Gewicht von den Batterien. So eine 100 Ampere-Stunden Batterie, wie wir sie hier haben, wiegt 12,6 Kilogramm. Unsere alte 120 Ampere, wenn wir da mal reinschauen, die wiegt 35 Kilogramm. Dann haben wir natürlich hier einen 4.0 Bluetooth-Verbindung zu den Batterien. Das werden wir euch mal zeigen, wenn wir die Batterien verbaut haben. Dann werden wir euch das mal zeigen, die Einrichtung und wie das funktioniert. Denn Altimetron ist meines Wissens nach der einzige Hersteller, der hier eine App zur Verfügung stellt, wo man die Batterie wählen kann, ob man die Batterien in Reihe oder in Serie schalten kann und natürlich dann zusammenfasst. Wie gesagt, 12 Volt oder 24 Volt, je nachdem, was man hier für eine Schaltung macht. Wir schalten ja die Batterien hier parallel, weil wir die 12 Volt erhalten wollen und die Speicherkapazität verdoppeln wollen. Und wir haben zwar diesen Batteriecomputer von Votronic, den lassen wir natürlich drin, aber schöner ist es natürlich, wenn man das Ganze auf dem Handy sehen kann. Ja, liebe Freunde, das App, wie das ausschaut, können wir hier nochmal mit einblenden. Wir haben jetzt hier die Nennspannung bei unseren Batterien von 12,8 Volt. Wir haben hier eine Energie pro Batterie von 1280 Wattstunden. Die Selbstentladung liegt unter 3% im Monat. Dann der Ladestrom ist empfohlen mit 20 Ampere-Stunden. Das bringt unser Ladebooster, das bringt unsere Solaranlage. Also das dürfte passen, auch die Ladegeräte. Wir haben hier einen Maximalladestrom von 50 Ampere und einen empfohlenen Ladestrom von 12,6 Volt. Maximale Batterien kann man hier in Serie schalten, 4 Stück. Also kontinuierlicher Entladestrom 50 Ampere und maximaler kontinuierlicher Entladestrom liegt hier bei 150 Ampere pro Batterie. Wir haben hier einen Spitzenentladestrom von 450 Ampere, sollte aber nicht über 5 bis maximal 15 Millisekunden drüber hinausgehen. Wir in beiden Batterien das Batteriemanagementsystem, das sogenannte BMS, wie man das abkürzt, hier verbaut, wo man natürlich mit dem Handy auf die Batterien darauf zugreifen kann und das BMS regelt selber die Entladung bzw. Ladung von diesen Lithiumbatterien. Die Batterien, das ist ja bekannt, die Lithiumbatterien, die kann man ja entladen. Da spielt die Temperatur keine Rolle. Auch bei Minusgraden kann man hier noch Energie entnehmen. Nur unter 0 Grad schaltet das BMS ab und da kann man die Lithiumbatterien nicht mehr laden. Deshalb haben wir hier eine Heizung verbaut in den Batterien, um ganz einfach auch im Winter bei Minusgraden hier Strom wieder reinzubekommen, dass man die Batterien wieder laden kann. Die Größe von den Batterien, das sind die 100 Ampere Batterien, die haben den Standardmaß, liegt bei 355 mal 175 mal
188. Das Gehäusematerial ist ABS Plastik, das ist schon relativ stabil, und natürlich, was auch wichtig ist, IP65 Spritzwasser geschützt sind die zertifiziert. Die sind jetzt ganz neu, die werden wir in den nächsten Tagen hier verbauen. Da könnt ihr euch das mal anschauen und dann machen wir auf jeden Fall mal den Langzeittest. Ja, das war es ganz einfach mal ganz kurz zu unseren Neuerungen. Wir wechseln definitiv zu Lithium. Ihr kennt unsere Gründe, warum wir das tun, warum wir das machen. Wir haben von euch mit hier einen Bonus von Altimetron bekommen. Wer natürlich das nicht abwarten kann, unser Verbauvideo oder unser Resümee-Video, und möchte die Batterien dennoch bestellen, der bekommt einen Rabattcode. Hier haben wir den Rabattcode von Altimetron bekommen auf euer gesamtes Volumen, was Altimetron bestellt. Tragt ihr ganz einfach den Rabattcode ein, WOMO-Reisen Viola Uwe. Das tragt ihr ein, dann werden euch die 5% Gesamtkaufpreissumme abgezogen. Ihr bekommt die Batterien versandkostenfrei nach Hause geliefert. Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt oder ganz einfach Erfahrungen zu dem Hersteller Altimetron, dann schreibt es unten in die Kommentare mal rein. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben von euch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Video, sicherlich beim Einbauvideo von den Lithium-Batterien. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.